Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir spielen L.A.Noire. In der letzten Folge haben wir zum einen Biggs ein bisschen gebackt und ich glaube dann auch das Spiel ein bisschen gebackt. Wir sind jetzt an einem Brandstifterfall dran und sind jetzt dabei, 3 verdächtige Monteure zu überprüfen. Und wir wissen gerade nicht so genau welchen, aber wir sind hinter einem, glaube ich, her. Glaube ich? Nee, wir sind... Ach so, okay, das war eine Cutscene, die uns nur gezeigt hat, dass einer von denen scheinbar irgendwas an Dreck am Stecken hat. Fangen wir mit Clemens an, denn das war der Brandstifter. Also der schon mal ein Haus in Brand gesteckt hat. Ich möchte gerne ein schnelles Auto, irgendwas Geiles. Nicht so ein Insta-Heat-Van. Dudes, ich brauche unseren Polizeiwagen. Das geht nicht anders. Sorry, es ist eine Polizeiangelegenheit. Emergency officer, I need your vehicle. Oh, finde ich nett, dass er tatsächlich auch sagt Officer. Also, dass er gleich tatsächlich wirklich einen Wagen von einem... Also, wenn wir einen Wagen von einem Polizeikollegen nehmen, dann ist es gleich ein Officer-Fall. Keine Kommentare von Biggs? Tja, das heißt, wir müssen jetzt herausfinden, an welchem Haus der tatsächliche Täter sozusagen ist, weil der anscheinend auch eine Tat vorhat. Zumindest ist impliziert, dass diese Cutscene von vorhin... Kommt Gas, Nitros und so und Turbo und Rocket Boost und was auch alles diese Autos haben. Ah ja, hier auf der anderen Seite sozusagen. Ja. Was? Schreien die hier so rum? Kann ich von hier die Cutscene triggern? Nein, schade. Kann ich da irgendwie durch? Nicht so wirklich mit dem Auto, aber hier kann ich ja wahrscheinlich durch. Entschuldigung, Biggs. Hopp. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay. What's this all about? Just tell me what you want. Wir wollen die Verbindung zu Varley. You know Reginald Varley? No? Can't say I do. Du arbeitest doch mit dem zusammen, du hast doch quasi den... Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, Moment, Notizbuch ansehen. Wir haben... Clemens hat Flugblätter von... Ryan. Das ist die Frage... Wir haben aber gefragt nach... Moment. Wir haben aber nicht nach Ryan gefragt, wir haben nach Varley gefragt. Okay, da sind wir uns also nicht sicher. Aber glauben tue ich dir auch nicht, du guckst mir zu arrogant. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. We want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. Erzähl mal was zu deiner Anstellung. You're licensed and work for InstaHeat? I contract for them. So what? Ist das jetzt eine Lüge oder ist das jetzt ein... Ich weiß es nicht. Lüge oder... Och, nimm doch mal was anderes weg. Notizbuch ansehen. Ist das jetzt eine Lüge oder ist das jetzt ein Anzweifeln? Also es ist auf jeden Fall nicht die Wahrheit. Soweit sind wir. Aber das können wir mit der Polizeiakte nicht bestätigen, mit der Liste auch nicht wirklich. Die Aussage von Dings ist ausgegraut. Ach, Kacke. InstaHeat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in the settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Okay. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Das ist aber jetzt eine Lüge. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Wir haben doch die Flugblätter gefunden.
Nehmen wir mal das oder das. Oh, die Aussage von Walter Clem. Ja, okay. Das da. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. Huack might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Ich möchte ganz kurz erwähnen, HUAC, House of Un-American Activities. Jetzt ist hier doch ein bisschen Englisch-Geschichtsstunde angesagt gerade. Ja, das Cabrio muss ja ein schnelles Auto sein. Dass sie das ins Spiel sogar eingebaut haben, finde ich geil. Wir fahren zuerst zu Varley, der wird ja auch gesucht. Das war doch der gesucht wird, ne? Wegs, kommen Sie ran? Warte, ich komme den Stück entgegen. Sofort. Jedenfalls, dass sie also das HUAC eingebaut haben, finde ich richtig geil. Bartley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Geil. Auch wieder ein Gespräch, das zeigt, dass die beiden sich eigentlich verstehen und dass Biggs auch ein guter ist. Irgendwie. Nicht, weil er Marine war und nicht, weil er quasi deswegen was gemeinsam hat mit Phelps, sondern weil er sagt, dass er halt nie Leute quasi abgeschossen hätte. So, bevor ich da jetzt kurz hinfahre, ganz kurzer Moment, ich finde es geil, dass sie also das HUAC, das House of Un-American Committee, eingebaut haben. Das war in den 50er Jahren, das muss man sich mal reinziehen, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, wenn ihr das nicht wisst. Das war eine Institution, die Leute überprüft hat, ob die Kommunisten sind. Also ihr wisst schon, Zeit Kalter Krieg, soweit seid ihr, denkt ihr, habt ihr bestimmt schon mal Geschichte gehört, also Kalter Krieg, Amerika und Russland nach dem Zweiten Weltkrieg, beides Supermächte, beide haben Atombomben und beide rüsten gegenseitig auf, aber keiner sagt, Mensch, wir machen hier mal was, weil beide Schiss haben, Atombombe gleich Kacke. Und das House of Un-American Committees war also in den 50er Jahren, die Amerikaner hatten Angst, dass sich der Kommunismus da drüben im Osten weiter ausbreitet und die haben also eine Regierungsbehörde einberufen, die überprüft, ob Leute Kommunisten sind. Da wurden Leute, also hingegangen, die verdächtig waren, wurden da hingeschickt und die haben dann überprüft, bist du Kommunist so ungefähr. Ich habe mich gefragt, bist du Kommunist? Sagst du, nee? Dann soll ich gehen lassen. So, nein, sowas nicht. Aber, ja, die haben halt überprüft, ob du Kommunist bist. Wie auch immer man das macht, ob sie da Beweise wie diese klar, wenn du so ein Flugblatt findest, oder zumindest ist diesen Haufen Flugblätter, da wird's verdächtig, aber das ist ganz schön krass, man muss sich so überlegen. Und wenn du dann als Kommunist getaggt wurdest, also man feststellte, ja, der ist Kommunist, der ist doof, und dann hast du keine Arbeitsstelle mehr gefunden und nichts. Das ist, als wenn du quasi in Deutschland eine ganz harte Polizeiakte hast oder so. Das ist ganz krass gewesen in den 50ern. Das ist wie so eine Verfolgung, und da sind mit Sicherheit auch haufenweise Unschuldige mit drauf gekommen. Also deswegen krass. Ganz, 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 ganz krass. Und ich finde es geil, dass das hier eingebaut wurde. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Hus? Ha, hi. Come on, Varley. You can't keep running forever. Der ist ganz schön schnell unterwegs, der Dude. Ich würde ja gerne irgendwie, weiß ich nicht, dem ins Bein schießen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Oh, hier durch die leeren Häuser, das finde ich gut. Hi. Oh Mann, der ist ganz schön schnell. Wir den wohl irgendwann kriegen? Ja, sorry, Dude, hier ist gefährlich, ist wichtig. Alter, wie soll ich den denn einholen? Der ist ja viel schneller als ich. You run all the way from Michigan, Reginald? Ja, versuche ich. Ich tippe wiederholt A rein. Oh meine Güte, das war aber knapp. Da hinten war wahrscheinlich sein Auto. Erstmal eine mitgeben. Und dann Jedi-Kräfte benutzen, um ihn aufstehen zu lassen. Yeah.
Dann erzähl du uns mal ein bisschen was. Why did you run from us, Farley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're a guest of the city. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Und einer noch. Mahoney. Ne, wie hieß denn der? Der hieß nicht Mahoney. Mahoney war der Typ aus Police Academy. Ryan, richtig. Wie komme ich auf Mahoney? Keine Ahnung. Matthew Ryan ist aber auch ein Name, den ich schon mal irgendwo anders gehört habe. Oh, das ist auch gleich um die Ecke. Ja gut, das ist ja bei den Neubaugebieten kein Wunder. Miau, miau. Das Auto hatten wir gerade nicht mehr, aber egal. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, Arson Squad. Arson. You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said, Das war ja klar. Weil dadurch, dass wir unser Auto wieder haben, heißt das, das ist eine geskriptete Fahrsequenz, denn wir haben ja nur das Auto, das wir hier zur Verfügung haben. Those are GI's backyard he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Eieieiei. Holy shit, fährt der wie ein Irrer. Get in close and steer him off the tar. Das Wanna versuche ich. kill those men. They'll get out of the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. Ja, wie viel closer willst du denn noch? Du standst an ihm dran. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Lay into his wheel. Alter, fährt der wie ein Irrer. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Wer, der biegt da jetzt ab? Baste doch mal seine Tires. Ah, sehr gut. He's got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room before we can get an angle on him. This man has got to be stopped. Wie soll man denn Leute besser... Also, besser kann man Leute nicht aufhalten, als das, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe mitten vor dem mein Auto angehalten. Im Leben wäre der da nicht weggekommen. Und der hat auch schon keine heilen Reifen mehr. Smash the son of a bitch's rear wheels. So. Jesus, what is he doing? The tramp! Oh, Jesus! Die Tram hat ihn nicht erwischt. Wir haben ihn erwischt. hands behind your head. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Und vielleicht noch wegen Sachschaden, so ein bisschen. Und das dann noch nicht mal mehr in Verdacht. Man kann es ja mal versuchen, meine ich, ne? Also muss man nicht mal mehr versuchen. Der ist direkt vor uns weggefahren. Das war halt einfach doof. We have 3 suspects. As much as I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other 2 guys. Let's get to the station and close this case. Das ist gut. I think his name is Phelps. He brought in the case for that poor lady killed near City Hall. Ah ja, zurück zum Revier. Ach komm, das fährt Bix. Ich habe gar keinen Bock auf Fahren. I'm out of here. You drive. I need to go over the case notes. I was door knocking all morning, but I got a make on the car in the end. I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Ach, ich muss sagen, Bix ist schon geil. Wer war jetzt in was? Ich möchte gerne erst mit dem... Nee.
Interviewroom 1, ich möchte gerne erst in den anderen. Der steht so vor der Tür. Und es ist wieder so einer dieser Fälle, wo ich jetzt wahrscheinlich mich dann zwischen zwei Schuldigen entscheiden muss. Ah ja, da 2. Nein. Da. Die Gespräche hier. Zack. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Ah ja, dann erzähl uns mal was über die Arbeit am Sawyer-Haus. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Quatsch doch nicht, wir haben doch so eine Liste. Das ist doch Quatsch. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Ist der so doof? Moment, wir haben doch... Fuck, wen interviewen wir jetzt gerade? Ryan? Sawyer? Varley? Varley hieß der. Clemens Ryan Varley. Das ist der falsche. Das müsste jetzt der richtige sein, ne? Ja. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him, though. Because he still wouldn't sell. Mhm. Ah, guck, da gibt's noch neue Sachen. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Da hat dein Kollege was anderes gesagt. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Da hätte ich doch auch Quatsch. Wir haben doch... Wo ist es denn? Nein. Da. Easy. Clemens says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. I'll testify in court. Suburban, they got real time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Mhm. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Warst du der Typ, bei dem wir die Moskitospirale gefunden haben? Das würde mir als Beweis genügen. Yep. Okay. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Ja, du hast so Moskitospiralen, die sind natürlich total verdächtig. Die hat nämlich nicht jeder. Ich habe nicht sowas, ja. Arsonists use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker. Whoa, hang on! Those things, they belong to Ryan, all right? He asked me to hold them because his locker's full of stupid pamphlets. I thought he used them for camping. Mhm. Ja, erstmal die Verhör verlassen. We're done for now. Denn erstmal wollen wir mit dem anderen reden. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Ja, aber erstmal will ich doch mit dem anderen reden, ne? Ich kann doch nicht beides machen. Also erstmal beide verhören. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now the DA wants. Da. Hier, da. Bisher deutet ja alles auf ihn hin. Auch wenn der Varley sagt, dass die Dinger von ihm sind, die Moskitocoils. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Ja, erzähl uns mal darüber. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am.
Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Kann ich da als Lüge diese komischen Flyer von ihm einfach nehmen? Wir sind ja noch ein bisschen auf der anderen Schiene. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. What campaign? Ah, ja, sehr gut. Das ist nochmal genau der Hinweis, den ich haben wollte. Danke. Wo ist es denn? Da. Reihen dem seine Flugblätter. Your locker is full of pamphlets. Clemens told us how you were always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them. A guy has to work. And the directors of the company. How do you feel about them these days? You work it out. Mhm. Dann erzähl mal was über das Insta-Heat-Modell. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Moment, hat nicht der Typ gesagt, das kann eigentlich jeder Vollidiot? Warte. Wo ist das denn? Da. Sagt aus, dass es einfach ist. Ja, also, ne? Alter. Ach, ja. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Ja, habe ich doch gerade schon den Zuschauern gezeigt. Hier, da. Your boss at InstaHeat said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay, so I know how it's done. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. Jo, das ist aber schlecht. Das wird vor Gericht nicht gut aussehen. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Aha, was haben wir da an Beweisen? Wir haben doch für alles Beweise mittlerweile. Das sicherlich nicht. Haben wir da echt keinen Beweis? Da geht es nur um Varley. Wir haben keinen Beweis. Und er guckt aber definitiv unsicher. Also müssen wir das vielleicht... Na, ich benutze mal lieber noch einen Punkt Intuition. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es wahrscheinlich anzweifeln. Oh. Nimm doch mal was. Ja, dann so. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Oh, guck mal, wir haben eine Aussage von ihm bekommen. Aha. Erstmal hier, das da. You have a history of violence. I have no such thing. Ach komm, jetzt. Kinder. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove Durch deine that? fucking Polizeiakte, von der jeder Idiot wüsste, dass du die hast. So dumm benimmt sich doch kein Verbrecher. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. Mhm. Okay. Wir haben eine Überlänge-Folge, aber wir machen diesen Fall zu Ende und dann mache ich hier nach mal wieder einen kleinen Cut. Mir ergibt sich folgendes Bild. Der Typ hat seine Familie verloren an eine Firma, ist auch noch ein Anarchist, will sich rächen und die Firma hat das genau über diese Art mit den Boilern gemacht. Das hat er nämlich vorhin gesagt. Das heißt, er will sich rächen und das macht er, indem er sozusagen auf dieselbe Art und Weise versucht, diese Firma zu ruinieren. Ich sage, du bist der Assi. Matthew Ryan. I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. You're putting an innocent man away here. You hear me? I didn't set any fires. I didn't kill that family. Phelps, what you did to your wife and kids was un-American.
My wife threw me out. Did I ask for your opinion? You're here to listen to mine. What I was going to say, before I was interrupted, was you did a good job on the Stephen Sawyer case. We don't often get results in arson, so well done. What about me? Do I get a little stamp by my hand or a lollipop or something? What you get is another case. A bad one, unfortunately. Ich will meine 5 Sterne. Oh, habe ich doch alle Hinweise gefunden. Das finde ich spannend, das habe ich nicht gedacht. Ich hatte ja gedacht, ich hätte bei dem einen Haus noch einen Hinweis übersehen, denn das war ja ganz lange nicht durchgestrichen. Ich hatte jetzt gedacht, ich würde noch irgendwie 1 oder 2 Hinweise übersehen haben. Ja, cool. Wir gucken uns wie immer kurz an, was im nächsten Fall passiert, aber da ich einen Folgencut und auch einen Aufnahmecut hier machen werde, werden wir uns das beim nächsten Mal trotzdem auch nochmal angucken. Aber jetzt finden wir erstmal raus, wie der nächste Fall heißt und was da passiert. Oh nee, erstmal Cutscene. Okinawa. Okinawa. Einfach nur warum? You're 2 blocks behind first and second. We have more buildings to clear. You know our orders, There's Sergeant. barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too. Kelso ist ein sympathischer Dude. Ein direkter Dude, aber ein sympathischer Dude. Das sagen mir diese Cutscenes. In elysischen Gefilden. Moment, Elysium, so hieß doch die Firma auch wieder, oder? House fire, bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Ja, kurz und schmerzlos. Irgendwelches Geblabbel? Nein? Gut. Dann, liebe Leute, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Das war ein spannender Brandfall, wie ich fand. Und ich mag irgendwie die Fälle vom Branddepartment, zumal ich auch Herschel Biggs leiden kann. Also ich habe endlich mal wieder einen Partner, den ich leiden kann. Und mit diesem Partner und auch diesem Department werden wir uns weiter beschäftigen in der nächsten Folge von L.A.Noire. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage schon mal ciao, ciao.